Ja, zum einen würde ich alles genauso machen, wie ich es jetzt gemacht habe. Aber wenn ich wirklich zurückreisen könnte, würde ich auf jeden Fall noch mal ein Auslandssemester einbauen, dass nach meiner Ausbildung ich vielleicht 1 oder 1,5 Jahre ins Ausland gehen würde und dort halt gewisse Erfahrungen sammle. Ja, und zum anderen würde ich alles genauso tun, wie ich es jetzt mache. Bei mir auf der Visitenkarte steht Patrick Schlecht. Berufsbezeichnung, ich bin verantwortlich für den Vertriebsinnendienst der Rosenbauer Deutschland GmbH. Das ist ein Tochterunternehmen der Rosenbauer International. Das Coolste an meinem Job ist, dass wir Produkte fertigen, beziehungsweise ein Teil in der Verantwortungskette sind, die Produkte fertigen, die andere als ihr Hobbyinstrument, welches gleich zur Menschenrettung gilt und mit diesen mitgelagerten Emotionen man zum einen Teil auch viel Sicherheit gibt und zum anderen Teil auch viele Emotionen transportiert, was die einzelnen Feuerwehren dort als Faktor ihrer Freizeit nutzen und dort auch ihre wirkliche Zeit mit verbringen mit dem, was wir herstellen. Also eine Einschränkung, die ich habe, das ist, dass meine Augen dadurch schlechter geworden sind. Wer täglich am Rechner bzw. am Computer sitzt, muss halt mit diesen Auswirkungen auch rechnen und seitdem trage ich auch eine Brille bzw. jetzt Kontaktlinsen. Ich bin bei Rosenbauer verantwortlich für den Vertriebsinnendienst. Rosenbauer ist in Deutschland einer der größten Hersteller für Feuerwehrfahrzeuge und Feuerwehrausrüstung. Und im Vertriebsinnendienst, den ich dort leite mit 12 Personen, sind wir zum einen verantwortlich für die Auftragsbearbeitung und zum anderen für die Angebotsbearbeitung. Das heißt, wenn die Kunden bzw. die Feuerwehren ein Feuerwehrfahrzeug ausschreiben, werden diese öffentlich ausgeschrieben und wir im Innendienst bearbeiten dann die Ausschreibungen bzw. dann auch die Angebote. Und im Idealfall kommt es dann zum Auftrag und im Auftragsfall machen wir das ganze Thema Auftragsmanagement bis hin zur Kundenbetreuung und Fahrzeugauslieferung. Ja, in meiner täglichen Arbeit bin ich verantwortlich für 12 Leute. Diese 12 Leute sind für die Auftragsbearbeitung verantwortlich, beziehungsweise dann auch für das Auftragsmanagement. Und dorthin geht es vorrangig um die Kundenbetreuung, beziehungsweise auch um die Kundenabnahmen, beziehungsweise auch Fahrzeugauslieferung und auch um das ganze Thema Angebots- und Auftragserstellung. Ja, meine Haupttätigkeit findet in Luckenwalde bei der Rosenbauer Deutschland statt. Dies ist 30 Kilometer von Berlin entfernt. Und ja, die tägliche Büroarbeit, was 100% meiner Arbeit ist, bin ich für das Team verantwortlich, die für die ganzen Feuerwehren der Bundesrepublik Deutschland die Ausschreibung bearbeiten und letztendlich auch das Thema Fahrzeugauslieferung mit begleiten. Ich überwache zum Teil die Arbeitsprozesse der einzelnen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, inwiefern die ihre Ausschreibung bearbeiten, beziehungsweise dann auch das ganze Thema der Kundenbetreuung mit überwachen. Wie viele meines Alters haben wir 10 Jahre die Gesamtschule besucht. Anschließend habe ich eine Ausbildung bei der Firma Rosenbauer gemacht, was auch jetzt mein jetziger Arbeitgeber ist. Die Ausbildung ging 3,5 Jahre und anschließend nach der Ausbildung wurde ich dann noch übernommen und war dann im Service-Kundendienst tätig. Und im Service-Kundendienst bei Rosenbauer war ich dann für Kundenreparaturen, für Kundenwartungen und auch für allgemeine Reparaturen bei den Fahrzeugen tätig. Und bin dann 2005 in den Vertrieb gewechselt, beziehungsweise in den Vertriebsinnendienst und leite den Vertriebsinnendienst jetzt seit 2012. Also zusammengefasst bin ich jetzt 13 Jahre bei Rosenbauer und habe dort rein von der klassischen Ausbildung bis jetzt, wo ich noch ein berufsbegleitendes Studium mache, meine Weiterbildung demzufolge gegliedert. Ohne diesen Werdegang, den ich eingeschlagen habe und jetzt parallel noch mache, würde ich sagen, nein. Weil zum einen der Bezug zur gelehrten Theorie in den Hochschulen zur wirklichen Praxis relativ differieren, aber ohne Theorie das keine Praxis gibt und ohne Praxis keine Theorie und dies sich ganz gut ergänzt, beziehungsweise dies auch im täglichen Arbeitsleben gut einsetzen lässt. Ja, ich denke mal, betriebswirtschaftliches Grundverständnis ist das A und O. Zum anderen ist auch das technische Verständnis, beziehungsweise das, was die Feuerwehren auch brauchen, beziehungsweise auch das ganze Thema, wozu die Feuerwehren das Fahrzeug überhaupt benutzen, ist eine Grundvoraussetzung. Und natürlich wird die englische Sprache immer mehr und mehr zum wichtigen Faktor.